Für die Besucher des Bunkermuseums offenbart sich in einer Führung ein Einblick in die jüngste Geschichte Ostdeutschlands. Wer sich auf diese Exkursion begibt, hat zuvor meist wenig über Bunker hören oder diese gar besichtigen können. Während eine Vielzahl von Bunkern als Gefechts- und Schutzanlagen erbaut wurden, handelt es sich bei der Anlage am Hotel Rennsteighöhe um einen Führungsbunker, ähnlich denen, die schon im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kamen. Im Ernst- bzw. Kriegsfall sollte er der Bezirkseinsatzleitung Suhl zur Gewährleistung ihrer Führungsaufgaben dienen. Ein Schutz gegen jegliche Art von militärischen und kriegerischen Handlungen war daher unerlässlich. In der Zeit des Kalten Krieges erbaut und durch das Ministerium für Staatssicherheit verwaltet und betrieben, verfügte der Bunker über modernste Nachrichtentechnik, eigene Stromversorgung, Telefonzentrale, Fernschreiber, mobile Funktechnik und eine abgesetzte Sendestelle. Die Tarnung war nahezu perfekt, was sich schon aus der Gliederung des gesamten Objekts ergibt. Die stationierte Mannschaft war von der Stärke sowie von der Bewaffnung in der Lage, die Selbstverteidigung zu gewährleisten. Bei atomarer Verstrahlung, jedoch nicht bei atomarer Einwirkung, war sowohl die Besatzung des Bunkers als auch die Nachrichtentechnik einschließlich der Stromversorgung gesichert. Ein ausgefeiltes System lebenserhaltender Maßnahmen sichert das Überleben für ein Jahr, im Atomkriegsfall jedoch für 6 bis 8 Tage. Dies galt auch für den Einsatz chemischer Waffen. Erreicht wurde dies durch die hermetische Verschlussfähigkeit des gesamten Bunkerraumes zur Außenluft, durch dichten Beton, Türen und Schleusen mit den erforderlichen Schutzkleidungen und Entaktivierungsanlagen und der damit verbundenen Sicherung der Atemluft mit Hilfe von Ventilatoren, Filtern und der separaten Sauerstofferzeugung. Diese Anlagen sind teilweise noch heute im Original zu besichtigen. Die Sicherung der Stromversorgung, besonders der Nachrichtentechnik, war durch Batterien, Umformer und eigene Notstromversorgung außerhalb des Bunkers gewährleistet. Diese sind in großen Garagen im Hotelgelände noch im Originalzustand und funktionstüchtig erhalten. Weiterhin gab es außerhalb des Bunkers, im heutigen Hotel, einen Lagebesprechungsraum und mehrere Notunterkünfte. Das Bunkermuseum ist aufgrund seiner Größe und Struktur ausschließlich in Führungen, die ca. 70 Minuten dauern, zu besichtigen.